Kann der Beckenboden auch verspannt sein? Und wie weiß ich überhaupt, ob der verspannt ist? In diesem Video zeige ich dir, welche Zeichen darauf hinweisen können, dass dein Beckenboden zu verspannt ist und was du tun kannst, um den wieder zu entspannen. Und zum Schluss, was eine der Hauptursachen für einen zu verspannten Beckenboden sein kann. Mein Name ist Wisner, ich bin Physiotherapeutin und auch Beckenbodenspezialistin. Verspannungen im Beckenboden können genauso vorkommen wie auch in jeder anderen Muskel von deinem Körper. Zeichen für einen zu verspannten Beckenboden können zum Beispiel sein, dass du dich nicht komplett auf die Toilette entleeren kannst oder dass du beim Wasserlassen vielleicht nochmal nachdrücken musst und extra nochmal pressen musst, damit du deine Blase komplett entleeren kannst. Das Weitere kann sein, dass du beim Geschlechtsverkehr Schmerzen hast oder bestimmten Positionen nicht so gut gehen. Und es hat damit zu tun, dass der Beckenboden nicht genug sich entspannt. Das ist ein anatomisches Modell und das ist dein Beckenboden. Der ist ein Muskel, genau wie jeden anderen. Und diese Muskulatur kann, wenn du dich so doll trainierst oder wenn du zu langer Zeit Schmerzen hast, kann er sich auch verspannen und auch verkrampfen. Da der Beckenboden dafür zuständig ist, dass alle Öffnungen von deinem Körper geschlossen werden. Wenn der zu hohe Spannung hat, dann sind alle Aktivitäten, wo der Beckenboden sich entspannen muss, zum Beispiel beim Entleeren oder beim Untersuchen beim Gynäkologen oder beim Wasserlassen, kann es sein, dass es schmerzhaft ist. Als erstes, damit du deinen Beckenboden wieder entspannen kannst, ist es wichtig, dass du es überhaupt wahrnimmst, ob da Verspannungen vorhanden sind. Um Verspannungen in den Beckenboden zu lösen, kannst du zum Beispiel Wärme nutzen oder Massagentechnik. Wärme kannst du anhand von so einem Kirschkernkissen nutzen. Die sind ganz einfach zu finden, auch bei jedem Drogerie. Und dann machst du die einfach mal in der Mikrowelle rein, wärmst es einmal auf und dann legst du dann halt diese Wärme-Kirschkerne in den Bereich von dem Beckenboden. Du kannst sie sowohl drauf setzen oder du machst es im Liegen. Im Liegen hast du den Vorteil, dass die inneren Organe nach hinten gezogen werden und das sorgt für zusätzliche Entspannung. Des Weiteren kannst du auch den Beckenboden mit zum Beispiel einem Ball entspannen. Und das würdest du dann im Sitzen machen. Du solltest die auf eine Unterlage hinsetzen, was ein bisschen weicher ist und was nachgibt. Und mit so einem kleinen Ball positionierst du den Ball zwischen die Sitzbeinhocke und den After, in den Bereich, wo eine Muskulatur ist. Versuche mal, soweit es für dich möglich ist, so aufrecht wie möglich zu sitzen, weil dann ist dein Gewicht, dein Körpergewicht ausschließlich auf die Sitzbeinhocke und du sitzt nicht hinten auf den Steißbein. Du positionierst den Ball in den Gesäßbereich und bewegst dann dein Becken nach vorne und zurück. Bis du Punkte findest, wo es verspannt ist, beziehungsweise wo du das Gefühl hast, dass der Ball die Muskulatur entlastet. Das Gleiche kannst du dann halt auch mit dem Becken nach rechts und nach links bewegen. Du bewegst den Becken vor und rückwärts und versuchst dabei Verspannungspunkte zu entdecken und da lässt du dein Gewicht ab. Das Gleiche wäre, dass du dann halt auf die Seite machst und dann seitlich dein Becken bewegst. Und das Letzte wäre, dass du deinen Beckenboden selber massierst. Dafür sollst du am besten in Rückenlage liegen, dass du ein bisschen entspannter bist. Und dann versuchst du von deinen Schambeinknochen nach innen Richtung Leiste zu massieren. Oder das Gleiche kannst du auch machen in Seitenlage. Und dann gehst du über den Schambeinknochen und massierst den Beckenboden. Versuche dabei zwischen Hüftknochen und dem Kreuz zu sein. Und dann gib ordentlich Druck, dass du auch die richtige Muskulatur erreichen kannst. Und so würdest du dann halt von außen sehen, du hast jetzt die Hüftknochen, hast dann in dem Bereich die Sitzbeinknochen und massierst dann Richtung
Steißbein. Und nach unten Richtung After und dann nach vorne Richtung Scheide. Das waren jetzt 3 Tipps, um deinen Beckenboden zu entspannen und Verkrampfungen zu lösen. Wichtig ist aber, dass du erstmal überhaupt das Gefühl dazu bekommst, ob du richtig anspannen und entspannen kannst. Dafür guck dir mal dieses Video an und da wirst du erst noch mal lernen, wie du das richtig machst. Nicht zuletzt ist es ganz wichtig, der Beckenboden kann auch übertrainiert sein und ein Übertraining sorgt dafür, dass die Muskulatur sich verspannt. Die ganze Zeit nur Kegelübungen zu machen, kann dazu führen, dass der Beckenboden sich eher verkrampft und dass du noch mehr Schmerzen hast. Leg genug Intervallzeiten und genug Erholungsphase für deinen Beckenboden nach deinen Trainingseinheiten. In diesem Video zeige ich dir dann auch 3 Übungen, was du machen kannst, um Schmerzen in den Beckenboden zu lösen.